Hallo, wir schauen uns heute einmal an, wie man bei so einem Golf 4 Schlüssel, den man gerade sieht, das komplette Gehäuse austauscht, damit es einfach neu ist. Und dafür kann man hier einmal an der Stelle, die sonst vom Schlüssel verdeckt wird, die beiden Gehäusehälften ein bisschen auseinanderhebeln. Sobald da quasi ein kleiner Spalt sichtbar ist, sind die auch schon genug gelöst, dass man sie einfach mit den Händen auseinanderziehen kann, wie man hier sieht. Dann kümmern wir uns erst um den hinteren Teil, da wo auch die Tasten dran sind. Hier ist quasi die Platine drin, wo dann zum Austauschen ist, damit man auch den Schlüssel nicht neu anlernen muss, falls er eine Platine drin hat schon. Genau, man hat jetzt gesehen, ich hebel immer ganz gerne an der Stelle, wo sonst der Schlüssel eingeklappt ist, weil er für eine große Auflagefläche ist und man dann im besten Fall keine Macken hinterlässt. Und sobald es auch hier ein bisschen gelöst ist, kann man mit dem Schraubenzieher rumgehen und dann die beiden Hälften trennen. In der einen Hälfte ist dann die Batterie drin, die kann man auch einfach raushebeln. Wenn sie noch gut ist, kann man sie im neuen Schlüssel natürlich verwenden, andernfalls austauschen. Dann die Platine, die ist hier mit solchen Plastiknippeln draufgesteckt und an Position gebracht. Die werden dann ein bisschen breit geschmolzen in der Fabrik. Und wenn man die einfach abschneidet, kriegt man die Platine raus. Beim alten Gehäuse braucht man sie eigentlich eh nicht mehr. Beim neuen Gehäuse sollte das nicht halten, kann man quasi die Platine einfach draufstecken. Und wenn man nicht mit einem Lötkolben das Plastik da zum Schmelzen bringen will, dann ist es auf jeden Fall auch nicht verkehrt, wenn man einfach mit Sekundenkleber hier 2 Tropfen an die Stifte macht. Ich mache das jetzt nur demonstrativ, ne? Einmal hier und einmal an der anderen Stelle, weil mein Sekundenkleber, der ist eingetrocknet. Ja. Trotzdem zuschrauben natürlich, ja. Gut, dann kann man Batterie einsetzen, die Hälften wieder zusammenstecken. Das habe ich jetzt irgendwie übersprungen. Sollte aber klar sein. Und dann gibt es noch den vorderen Teil. Und da muss man hinten das Emblem weghebeln. So, das ist bei mir gleich weggesprungen. Das ist festgeklebt, das heißt, das kann man, falls im neuen Schlüssel nicht vorhanden ist, auch einfach mit Sekundenkleber wieder hinkleben. Zeigen wir nachher. So, darunter ist nämlich dann eine Kreuzschlitzschraube versteckt. Die kann man ebenfalls rausnehmen und dann werden auch hier einfach die beiden Hälften vorsichtig auseinandergehebelt. So. Und auseinander. Hier muss man ja im Prinzip nur aufmachen, um dann den Schlüsselbart rauszunehmen für einen neuen Schlüssel. Genau. Dann, ich mache das immer so, dass ich den Schlüssel hier einfach wieder einsetze. Der hat nämlich auch solche Kerben, Nasen, dass der halt nicht immer reingeht. Und wenn er dann hier wirklich auch reinpassen würde, ist natürlich noch keine Spannung drauf. Dann lasse ich ein bisschen locker. Man sieht's hier. Dann wird einmal Schlüssel und Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn zueinander verdreht. Und wenn der Schlüssel wieder in der Position ist, hat er auch genug Spannung, dass er dann ausklappt. Ja, und dann einfach die andere Gehäusehälfte wieder draufstecken, zuklipsen. Und dann haben wir nämlich die Hälfte vom Schlüssel auch gleich fertig. Die Schraube noch reinschrauben. Genau, jetzt haben wir auch gesehen, hat ordentlich Spannung drauf. Dann kann man die andere Gehäusehälfte wieder reinstecken und dann sollte man im besten Fall Sekundenkleber haben, dann kann man das draufkleben.